Oh ja, liebe Freunde. Ja. Und noch was zum Taekwondo-Tiger. Passt eigentlich jetzt so langsam, wird es immer mehr Herbst. Ich denke, da kommen bestimmt noch warme Tage. Ja, dass wir noch Sommerfeeling hin. Aber so Herbst, Winter, da passt so Taekwondo-Tiger ganz gut rein, wenn man von seiner Lebenserfahrung erzählt. Ich möchte auch von der letzten Folge noch was erzählen. Ich hatte also meine Erinnerung, was früher war, also das Langstrecke-Erinnerung, läuft bei mir besser wie die Kurzstrecke-Erinnerung. Also wenn mir jetzt einer fragt, hey, was hast du gestern gegessen, müsst ihr manchmal öfter länger nachgrübeln, wie wenn ich was Gravierendes in der Vergangenheit erlebt hat, wo das wollte dann, als wär's gerade eben passiert oder gestern passiert, das wollte dann richtig, also das lang, wie wäre es bei anderen gestern und gerade eben passiert. Also meine Langstrecke-Erinnerung, gerade bei gravierenden Sachen, das läuft super. Und da habe ich echt nachgeforscht, wie war das nochmal? Ja, in dem Dorf vor Peking, wo du das letzte Hotel gehabt hast, weil das erste Hotel war in Peking, in der City. Und das letzte Hotel war so, sie ist doch nochmal auf mein Zimmer gekommen, hat sich verabschiedet, ist gegangen und ist später nochmal gekommen und ist auch gleich wieder verschwunden. So, ne? Das andere war, das war auch gravierend in meinem Leben, ich habe noch nie, also das war richtig brutal, also so eine Art Brutalität habe ich davon noch nie erlebt. Ja. Oder im Vorraum und da kommen so ich weiß nicht, ob es Afghaner war, ich vermute mal. Und da war, also ich habe immer den Individualist eine Chance gegeben, wenn es in Deutschland drauf war, das war aber in China und die haben auch gleich randaliert. Ja. Ich weiß nicht, ob es Afghaner oder Inder waren, ich vermute wahrscheinlich Afghaner und da hast du in den Medien in Europa ist so, haben sie so, also haben sie so gerade wegen dem 11. September ein bisschen gegen Stimmung gemacht. Und, aber ich habe trotzdem jede Person uns eine Chance gegeben, weil man darf die Menschen nicht über einen Kamm scheren. Und, aber die sind gleich reingekommen in China in dem Hotel, und weil die an der Rezeption kein Englisch kennen, haben die gleich randaliert. Ja. Und Müller haben wir umeinander geschmissen, Feuerlöscher aus der Wand gerissen und wollte richtig randalieren und haben auch mit Faust und mit Füßen gegen die gegen die Rezession gekickt, gegen den Tresen und so weiter. Und da ist auf einmal, das habe ich so noch nie erlebt, sind uniformierte Leute reingekommen. Ja. Bei meinem ersten Kinobesuch habe ich sie nicht auseinanderhalten können, Wächter und Polizisten, das habe ich mittlerweile irgendwie können von den Uniforms. Und es sind da so Wächter reingekommen mit Schlagstück, ich weiß nicht, ob die aus Holz oder aus Metall waren halt schwarz. Und ich war auch geschockt. Prügler, die auf die Personen ein, die randaliert haben. Und, und es hat irgendwie gewirkt wie so chinesische, kommunistische SA. Und ich war auch geschockt. Und ich fand es auch, ja, wie schon gesagt, das war ein prägsames Erlebnis, wo mir dann später auch, ja, ein prägsames Erlebnis, das was ich da erlebt habe. Ja. Und es war gravierend. Ich habe auch nicht gewusst, ob die Personen, die sind auch weggetragen worden von den uniformierten Leuten. Ich weiß gar nicht, ob die noch gelebt haben oder noch bewusstlos waren oder so. Ähm, was willst du da machen? Du hockst ziemlich weit weg. Wie so gesagt, viel Blut ist gespritzt, da ist auch eine Putzfrau reingekommen, die dann putzt und das ist das Alltagsleben normal weitergegangen, als wär da gar nichts passiert. Ja. Ja, und man hockt da mit der Zeitung und zittert. Ja. Und später, das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, und später war es ein bisschen ein Kampf, dass man dann auf den Bus kommt, ja, um irgendwann auf den Flughafen zu kommen, um pünktlich sich einzuchecken. Und der hat letztes Mal erzählt, ja, wie ich dann doch zu dem Bus gekommen bin, weil mir eine Frau geholfen hat. Da war eine, weil die an der Rezeption kein Englisch kennen, weil das war so am Dorf vor Peking und einer von den Gästen, eine chinesische Frau, die hat Englisch können und ich mit meinem bisschen Englisch hat mir helfen können und bin im Bus geguckt und sind wir weggefahren und da war auch so ein Typ,
der quasi, ich weiß nicht, ob das jetzt Afghaner oder Inder war, das habe ich damals nicht auseinanderhalten können, heute kann ich's, ja. Und, die haben mich dann, da bin ich halt mitgefahren und der Mann hat auf Englisch einen Streit mit der chinesischen Frau gehabt, die mir geholfen hat. Und der hat dann, und habe dann okay, das Szenario an der Repsaison nicht mitgekriegt. Und hat er da umeinander geschrien und da und ich habe vieles nicht verstanden, manches habe ich verstanden. Das ist not national, das ist international. Ich weiß nicht, ob er jetzt K oder Transfer gesagt oder irgendwas in der Richtung. Und dann die Frau hat ihn nur bestraft mit Schweigen. Und ich habe nach englischen Worten gesucht, um der Frau zu helfen, weil sie mir geholfen hat. Und dann später ist mir das Wort Shut up eingefallen und das habe ich dann nicht gesagt, war ein paar Minuten auch vorbei. Und da haben wir auch irgendwie, haben wir geärgert, weil mir das nicht früher eingefallen ist. Ich habe mich auch feige gefühlt, warum wir das jetzt nicht gesagt haben. Aber die Frau hat sich eigentlich sehr intelligent gewehrt und hat zu dem nichts mehr gesagt und gut war's. Ja. So, früher war es ein bisschen, früher habe ich auch dann irgendwann mal eine rebellische Art wieder entdeckt und da muss man sich wehren und so. Man muss doch nicht für jedes dumme Kommentar auch eine Antwort drauf finden. Manchmal ist das auch die beste Situation, einfach zu schweigen. Und da habe ich dann auch umdenkt, ja, weil warum soll ich mich meiner Energie aus der Bahn bringen lassen von negativen Menschen. Ja. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann mit dem Bus danach gefahren, ich habe früh einchecken können am Flughafen. Ja. Und da war ich jetzt nervös, weil das erste Einchecker hat nicht geklappt. Ja. Der eine aber noch nie im Hintergrund hätte mir dann noch geholfen hat, also irgendwo in ein Hotel kam und da weiß ich ja die Sprache kann alles und ich ja nicht. Und dass ich dann anschließend wieder auf den Flug komme. Gut, ich habe das auch selber irgendwie managed, weil sie war ja weg, hat ja auch irgendwo geklappt. Also gut, eigentlich hätte ich irgendwo auch mit Händen und Füßen am Hotelzimmer irgendwo ergattern können, wenn es ganz knapp wäre, aber so war es halt einfacher. Weil am nächsten Tag war das ja Zinnober im Bus, wir kommen zum Bus, wir kommen zum Flug. Das habe ich auch alle hingekriegt, also so ist es ja auch nicht. Und gut, und jetzt sind wir auf dem Flughafen und jetzt war ja der Stress da. Hoffentlich klappt das ja einchecken. So, und das hat soweit geklappt. Gell? Und dann fragte mich was und ich habe es im Stress nicht verstanden. Normal hätte ich es verstanden sollen. Ja? Windows. Ja? Windows war ja auch so Computerprogramm, ich habe gewusst, Windows ist Fenster, aber war so im Stress und habe Angst, okay, was ist, wenn das Einchecken nicht klappt, ich komme nicht heim. Ich habe daheim die Eltern, ich habe daheim die Katze, ich habe daheim Freunde und so weiter. Was ist und ein Hund und was ist, wenn ich nicht heimkomme. Ja? Und da war noch habe ich noch einen Kullihund gehabt, das war Nova hat die geheißen. Ja. Ich war bei meinen Eltern, aber irgendwie obert Hund immer das Herz von irgendwie eine Katze und so und ich habe unbedingt heim wollen. Und ich habe gedacht, was will ich mit Windows jetzt, was ist das jetzt nochmal? Du warst so im Stress, wenn du in Panik bist, du fällt das Wort nicht mehr ein, was das ist. So Gott sei Dank war eine deutsche Frau im Hintergrund, die dann Deutsch kennen hat und uns gesagt hat, ja, Windows heißt Fenster, die hat gesagt, ob du am Fenster hocken willst. Und yes, I, Windows, yes. Und dann war das klar und da bin ich mit der Frau da mitgelaufen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann bin ich ins Flugzeug reingeguckt und meine Sitzpartner waren zwei chinesische Leute, ein Mann und ist noch eine Frau neben mir geguckt. Und die hinter beim Rückflug haben sie dann auch auch Kinoleinwand aufgebaut. Und da haben sie den Film spielen gelassen. Wie hat er gerade von Nicolas Cage und John Travolta, weiß ich gar nicht mehr. Face On oder irgendwie so. Ich weiß noch, Face On, oder wie der heißt, bin mir nicht sicher, war das der Titel, keine Ahnung. Ende der 90er, wo der rausgekommen ist, zuerst hat mir gefallen, hat mir nicht mehr gefallen irgendwie. Weil ich fand den doch irgendwie zu brutal. Mit der Gesichtsoperation, wie der dann der Nicolas Cage in seiner Filmfigur aufgewacht ist, ohne Gesicht, hat sich Drogen nehmen müssen, fand ich irgendwie mir zu brutal.
Ja gut, ich habe den Film mal mitgeguckt, ist dann auf Englisch gelaufen. Aber ich bin auch gleich auch wieder irgendwann mal eingeschlafen. Irgendwie, weil ich sie mir immer so aufgeregt habe mit Nein, 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 ja, 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 nein, 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 dass ich mit mir zusammenkommen will. Auf einmal habe ich zu viel geschlafen an dem Abend, ich habe da an dem Tag davor, an den Mittags geschlafen, abends geschlafen, nachts geschlafen, morgens habe ich fit fahren müssen, ich wollte ja auf den Flug. Und obwohl ich so viel Red Bull nachgezogen habe, ich bin einfach eingepennt und bin aufgewacht am Schlag. Ja. Aber da hat mir der chinesische Sitznachbar hat mir der Ellenbogen auf den Hinterkopf gehauen. Wahrscheinlich habe ich geschnarcht, das hat ihm genervt oder auf Versehen, wahrscheinlich weil ich geschnarcht habe. Könnte auch auf Versehen gewesen sein, aber ich vermute, dass ich geschnarcht habe. Und der da, und ich guckte den an und war so geworden, was, der hat mir auf den Hinterkopf. Und wollte schon dem einen reinbrettern, dann lacht er mich an, ganz hüßlich, oh sorry. Und ich dann, okay, ja, so nicht angelacht wirst, da, das Temperament, wo es mir rausgeschossen ist, dann ist doch nichts gemacht. Und da hat er mir noch zuprostet, Kaffee! Und da habe ich dem auch nichts gemacht. Also, da war eine Weile wach, dann bin ich wieder eingepennt und ich glaube, das war das erste Mal im Flugzeug, wo ich eingepennt bin, aus der Schöpfung. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich da geschlafen habe, keine Ahnung. Also, weil normal habe ich nicht geschafft, im Flugzeug einzupennen. Ja. Jetzt fällt mir ein, da bin ich schon mal eingepennt, ja. Ja. Weil sie mal gesagt haben, die haben das nicht da noch nicht gepackt, doch da bin ich aus der Schöpfung eingepennt. Aber sonst war ich immer im Flugzeug so hibbelig und nervös, dass das noch nie geklappt hat. Aber da hat es geklappt, da bin ich eingepennt. Und dann noch langer Flug und ich habe mich auch dann nett unterhalten gehabt. Ja, bin dazwischen auch mal eingepennt. Und dann, wo endlich ja, ich habe da ein bisschen meine Kasperei gehabt mit dem Fenster, ja, wo dann mit Leute geschockt haben. Da habe ich gegen das Fenster so gleich Tick gemacht und hab so gemacht, so einen Zug, als wäre das Fenster hier. Die Vorderen sich zu mir erschüttert umdreht und denken, boah, mein Humor war da ein bisschen zu matsch, gell, und so, und da sind wir da gut, irgendwann waren wir ja am Reiseziel und hat er noch so eine Ehrenrunde gedreht, weil der Pilot irgendwie so Reishage gekriegt und dann da war es oben dunkel, ne, oben war es ein bisschen hell und sind durch die Wolke gegangen, war es tief dunkel und ich bin dann rausgelaufen am Flughafen, hab Orientierung gesucht, meine Mutter hat mich abgeholt, weil die hat mich auch nachgebracht und abgeholt und meine Eltern haben mich eigentlich nachgebracht und wieder abgeholt und beim Nachbringen war ja noch der Hund dabei und meine Eltern mir auch über Telefon erzählt, wo sie ohne mich zurückgekommen sind, war der Hund schockiert. Und der Hund hat dann mit der Katze sich austauscht und weil ich ja nicht mehr dabei war Hund und Katze schockiert und erstmal den ersten Tag nichts gegessen, bis ich angefangen habe, ein bisschen weiter was zu essen und wieder einigermaßen normal zu essen, denen hat nicht gefällt. Und das hat meine Mutter erzählt, wo sie mich abgeholt hat, die hat mir dann alleine abgeholt, dann ohne Hund, ohne Baba. Und ich habe auch weiter meine Mutter gesucht, hat sie dann gefunden und die hat sich gefragt und gesagt, wie lange haben die gebraucht, bis da irgendwo runterkommen sind. Das ist eigentlich gar nichts dafür, wenn der da über die Wolke noch eher Runde drehen muss. Ja. Und da sind wir dann auch gefahren. Ja. Und da ist auch was Gravierendes passiert. Ja. Wir haben an einer Tankstelle angehalten, so eine Raststätte, dann haben ein bisschen was gegessen und getrunken. Und meine Mutter hat mich da eingeladen. Und man lade meine Mutter ein und man lade meine Mutter mir ein. Und die war so stolz, dass sie die Reise so bestanden haben. Und du musst mal alles erzählen, was ist in China passiert und so weiter. So, da erzählt der letzte Vermieter von meiner Schwester, der hat ja aus meiner Schwester ihre Wohnung und Knebel machen will, als der da fort hat, irgendwas mit Leugärten zu machen. So. Und meine Schwester hat dann ja bei mir gewohnt in der Wohnung. Ne? Und auf jeden Fall war an der Raststätte irgendwann mal aufs Klo müssen, in der gleichen Raststätte, und dann bin ich da aufs Klo tingelt und da war so ein älterer Toge, so 60, 63, irgendwie so.
Und der hat das Klo putzt und der hat mir richtig Leute auch. Und gut, ich war aufs Klo und hab den kommen, dass der jetzt das Geschäft haben muss, den musst du irgendwie fettes Trinkgeld geben. Und ich habe ein Déjà-vu gehabt und wie sagt man, Jetlag, ja, du kommst von Land, hast da meiste Tage kaum geschlafen, hast den Schlaf nachgeholt, bist irgendwie noch verwackelt von dem Jetlag und auch durcheinander. Ich habe auch zu meiner Mutter im Auto gesagt, was ist jetzt morgens, nachts, das ist jetzt schon eigentlich abends, nachts so rum, also der hat schon gesagt, dass es schon fast nachts ist, also was mit mir im Kopf rum wäre. Ja, wir sind schon Jetlag, ich weiß gar nicht, was für Zeitlinie wir uns gerade jetzt hier in Deutschland befinden. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann zu dem Markt gesagt, auf der Toilette, ja, ich möchte gerne Trinkgeld geben und wollte gerade raus da und habe aber nur chinesisches Geld gehabt und chinesische Münze und so, oh, weil ich habe den gehabt noch ein bisschen Euro oder so, habe ich nicht mehr gehabt. Und wenn ich in Deutschland war, da hatte ich immer ein paar Münzen dabei gehabt, normal im Alltag, und da hatte ich gar nichts mehr gehabt. Und es war auch so, dass ich das nicht mehr gecheckt habe, weil ich hatte, hast du denn überhaupt noch einen Geldbeutel? Und sage, oh, ich hab den gehabt noch ein bisschen Euro, aber ich habe noch gar nichts mehr, ich habe jetzt noch chinesische Münze, tut mir leid, bin da total verpeilt, Jetlag und übermüdet und so weiter. Also gar nichts möchte ich Ihnen auch nicht geben, wir können jetzt ein paar chinesische Münzen hin. Was will ich hier mit chinesischen Münzen? Ich fragte mich, ja, das hat bloß nicht jetzt laut war. Das können Sie doch umtauschen. Ah, so, ey, so ein paar Münzen umtauschen, das lohnt sich nicht für mich. Da mache ich wenig Geschäft und fängt da an zum Schreien und zum Brüllen. Ich war da so eine peinliche Situation, ich wollte den Menschen eigentlich was Gutes tun, weil er so einen schlechten Arbeitsplatz hat und also traurig geguckt hat. Und ich denke dann so, Mann, okay, denn du musst irgendwas geben und so. Und dann hat er da geschrien und so und ich dann sagte, tut mir leid, ich habe dann hier noch ein bisschen Euro, aber hier noch was chinesische Münze und von Art verlegen zu lachen, weil damit denen gar nichts anfangen. Da fängt er an zum Brüllen und zum Schreien, du verspotten mich, du lachen mich aus. Ich hab sie gar nicht ausgelacht, ich bin nur ein bisschen verlegen, weil ich ihnen mal versprochen habe, weil sie nicht einhalten kann. Und da wollte ich schon sagen, ja, passen Sie auf, ich habe draußen meine Mutter, vielleicht hat die ein paar Münze. Und der schreit euch den Verspotter und so und zieht das Messer auf der Männertoilette und mir ist das halt vom Walde mal eingefallen, einfach wegrennen. Der einfach wegrennen und es war jetzt in kurzer Zeit das zweite Mal, dass mir einer mit dem Messer bedroht hat. Und ich renne da raus und denke noch beim Tür aufmachen, was ist, wenn der kurz, also wenn er zwischen Tür und Rahmen ist, wenn ich die Tür mit dem Fuß zukicke und der dann K.O. oder schwer verletzt ist, vielleicht hätte das funktionieren. Da habe ich aber denkt, das ist so riskant, so ein Versuch. Nachher geht es schief oder der ist noch aggressiver. Lasst es, rennt lieber ins Auto und gut ist. Da bin ich ans Auto gerannt und der mir hinterher und denkt, du musst schneller rennen, nicht dass der noch einen Meter hinter dir ist und dir das Messer in den Rücken kramt. Und dann bin ich schnell ins Auto gerannt, schnell ins Auto rein, von innen das Auto Euran verschlossen. Und er hat zu meiner Mutter gesagt, komm, fahr schnell weiter, fahr schnell weiter. Der hat ein Messer, der will mich erstechen, der will mich umbringen. Und meine Mutter ist mal im Schock und versteht gar nicht, was ist. Und steht da und der steht vom Auto rum und will die Tür schon verschlossen, kriegt die Tür nicht auf, schreit das Auto an. Und ich sagt zu meiner Mutter, komm, fahr schnell weg. Und dann ist meine Mutter weggefahren. Und ich meiner Mutter alles erklärt. Ja. Und wir haben später aus dem Auto gewechselt, als ich immer gefahren bin, sie ist mal gefahren, dass man noch schön Abwechslung gehabt hat, war ja eine lange Tour. Und meine Mutter hat mir auch Vorwürfe gemacht, wie kann es sein, dass du aufs Klo gehst und rennt dir so ein wütender Mensch hinterher. Da hat sie mir erst mir die Schuld gegeben. Als wir dann daheim waren, ein paar Tage später, ja, hat sie gesagt, ja, ich war in Panik, eigentlich hast du ja recht, das ist ja kein Grund, dass jemand das Messer zieht. Ja. Als ich nicht am Abend nach Hause gekommen bin, ich habe so viel erlebt in der Zeit in China, bei der Hinreise in China und bei der Rückreise, ich habe so viel erlebt und ich habe erstmal daheim keinen Schlaf gefunden. Und ich habe eigentlich erstmal hätte mal einen Ruheraum für mich gebraucht. Aber weil daheim sind in meiner Wohnung sind Kinder umeinander gesprungen, meine Nichte, mein Neffe, meine Schwester, da war nichts mit Ruheraum. Ja.
Da hat eine Armee um die kümmern müssen und so, weil meine Schwester war ja traumatisiert, da ist ja was Schlimmes mit dem Plecke passiert, der Plecke hat sie mal überfallen, hat ein paar Folgen davor erzählt und dann ja tagelang überlegt, der hat von der Tankstelle noch so eine Quittung gehabt, wo auch Tankstelle, Adresse und alles draufgestanden ist. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, da müssen wir zur Polizei gehen. Nicht wegen Rache oder Vendetta oder irgendwie so, sondern wenn der so mit dem Messer rumläuft und andere Leute abstechen will, dann kann er ja irgendwelche andere Leute mal abstechen, die harmlos sind. Dann müssen wir uns, quasi um andere Leute zu schützen, müssen wir zur Polizei gehen. Er hat die Tankstelle angerufen, die Tankstelle hat gesagt, da haben sich schon 7 Leute schon beschwert in kurzer Zeit, dass er da Leute mit dem Messer bedroht oder schon mal angegriffen will er hat oder so, sowas in der Richtung. Auch, das war ein paar Tage später, oder auch in dem Tag hat er auch ein Typ mit dem Messer am Arm verletzt. Und dann haben wir an die Polizei gerichtet. Die Polizei hat eine schriftliche Zeugenaussage von mir wollen, wie das war. Und dann ist das auch vor Gericht gegangen. Ich habe gesagt, ich kann als Zeuge auftreten, das war nicht mehr notwendig. Also also die Zeugenaussage bei der Polizei war ein paar Tage später, das Gericht war ein paar Monate später. Und dann hat die Polizei auch gesagt, also hat die Polizei gesagt, ich kann als Zeuge auftreten, das war aber nicht notwendig, weil die Polizei hat ja die ganze Zeugenaussage gehabt und dann ist der Typ an Psychiatrie gekommen. Und vorher hat er zwar Leute, auf der anderen Art habe ich gesagt, okay, du kannst keinen Menschen frei rumlaufen lassen, der quasi da Hunds und Kunst mit dem Messer bedroht und angreift. Ja? Irgendwann kommt ein Kind rein mit 12 oder 8 und der rennt da und der fuchtelt da mit dem Messer rum. Also wenn man auf Reise ist, da bist du vielleicht schon, erlebst schon was, muss ich schon sagen. Und ja, es war schon ein Abenteuer für sich. Ne? Und ich bin da, also ich war jetzt die letzten Jahre nicht mehr so auf Reise, was ich aber gerne wieder machen würde, so mal die Welt angucken oder wieder ganz Deutschland angucken, so. Wo ich jünger war, da bin ich jede Tritt on Tour gewesen, so. Und das möchte ich wieder machen. Und da an dem Punkt, wo der mit dem Messer mich bedroht hat, das ist gut ausgegangen. Weil durch die chinesische Kampfkunst Wing Chun hat ja der Vladimir der Schreckliche doch positive Sachen beigebracht. Ja. Dass einfach, wenn wir abhauen kann, schau ab. Da war schon aus der Gefahrenzone draußen, weil ein Messer ist ganz fast unmöglich abzuwehren. Ja. Und da hat mir der Vladimir der Schreckliche doch mir was beigebracht, wo er mich gerettet hat. Und das war, hat er in dem Moment auch so ein Heldensymbol, wo er auch weiter geht, obwohl er mir auch ganz viel Negatives gemacht hat im Leben. Und, und da Und da habe ich den Punkt auch gedacht, das was in China erlebt haben, muss nicht sein, dass Wächter quasi auf Leute so einprügelt, aber ich habe gedacht, sowas hätte nicht sein müssen, aber wo der mit dem Messer auf mich losgegangen ist so, und ich habe gerade noch abhauen können, da habe ich gedacht, in dem Moment ganz verkehrt ist auch, vielleicht sowas in der Richtung, wo mich in dem Moment geschützt hätte. Ja, aber später verwirfst du das wieder und denkst halt, ja, das ist doch nicht so, das darf nicht sein. Aber dann tust du auch wieder dramatisierende Sachen erleben, wo du dann irgendwie wieder ganz anders denkst, wo du denkst halt, ja, vielleicht muss ja ein Staat so auftreten, um die friedlichen Bürger zu schützen vor Gangster oder vor so die Leute, ja, vor so die Psychopathen. Da denkt man viel später wieder so, aber verwirft es auch wieder, weil man ja irgendwo reifer und vernünftiger wird und denkt ja auch, vielleicht ist das auch nicht der richtige Weg. Man kann vielleicht auch Leute schützen, ohne das Brutalste vom Brutalsten auszupacken. Ja. Auf jeden Fall, auf so einer Reise erlebst du viel, das kann gravieren und im Positiven, im Negativen. Und wie schon gesagt, wenn du was erlebst, hast du auch viele Gedankenströme und musst nicht immer
vernünftige Sache. Wenn einer schon mal der falsche Weg gegangen ist, was ich dann viel später auch gegangen bin, jetzt von dem Punkt her, wo ich jetzt erzählt habe, muss man den Menschen eingestehen, dass er wieder zum richtigen Weg kommt. Ne? Ich wünsche euch was, Liefung in dem Gelände. Ja, man möchte halt seine Erfahrungen leben, gell? Ja, ich habe schon lange nichts mehr Dogmatur-Teil gebracht, aber ich denke, dass man das erzählen soll. Und ja, gerade aus Laune, weil oft was neu ist, das willst du lieber nur das erzählen, aber dann denkt man, ja, gut, die alten Formate sind auch wichtig. Und ich wünsche euch was, liebe Freunde. Zeit sehen!